Hallo liebe Zuschauer, das ist jetzt ein Film in der Sendereihe Goodbye Deutschland von Fox, Backstage. Das heißt also, hier hinten, da werden heute wohl die Filmaufnahmen gemacht. Ja, was soll heute gemacht werden? Ja, jetzt kann ich es ja sagen, es geht Goodbye Deutschland. Dating im Ausland, ich gehe mal im Schatten, die Sonne knallt jetzt ganz schön runter. Dating im Ausland, ich habe ja viele Filme darüber gemacht und über meine Filme ist man auf mich aufmerksam geworden und die möchten eine Sendereihe über dieses Thema machen. Als erstes ist mir genehmigt worden, dass also mein Kanal vorgestellt wird, damit die Leute natürlich wissen, vorab wissen, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier, wie komme ich da drauf. Und das ist der Benefit auch für mich. Wir bekommen ja eine ganz kleine Gage, für mich eine Aufwandsentschädigung nennt sich das. Ist also gar nicht die Welt. Mein Benefit ist bei der ganzen Sache, dass mein Kanal veröffentlicht wird im deutschen Fernsehen und ich erhoffe mir einfach was davon. Ja, dann die Einladung ist eben halt das Dating und dann kommt mein Freund Daniel dazu. Das ist der von der Touristenpolizei, den habt ihr ja schon mehrfach in meinen Filmen gesehen. Und der ist wirklich auf der Suche nach einer Frau und wir werden das durchsprechen, diskutieren, wie ist es der beste Weg. Hier geht es also jetzt nicht, ja, er möchte gerne eine Frau in seiner Augenhöhe haben, sagen wir mal so. Er leidet nicht unter Geldmangel, mal so gesagt. Und er möchte gerne eine Frau haben, die salonfähig ist, die natürlich nett ist und ja, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er sich auch in die verliebt. Da werden wir eben halt drüber sprechen. Viele Aufnahmen werden mit dem Daniel nur geschehen, wo er hier unterwegs ist. In Samui, vor allen Dingen mit seiner Geschichte, dass er ja geschieden worden ist. Er war ja schon mal mehrere Jahre verheiratet, hat aus der ersten Ehe hier in Thailand auch eine junge Tochter. Die spielt auch eine Rolle, weil die ganz wichtig ist für ihn. Und die neue Freundin, die muss natürlich auch damit klarkommen. So, hier will ich jetzt nicht mehr weitermachen. Nachher, wenn alle hier sind, auch das Team, hier stehen schon die Scheinwerfer parat, dann wird mal gefilmt und ich bin mal gespannt, was nachher im deutschen Fernseher ausgestrahlt wird. Okay, wir sind fertig. Wir können ihn verkabeln. Das heißt, die hat ja auch alle mit unser Team sozusagen. Alles, die nicht zum Set gehören, raus. Genau. Alle, die nicht zum Set gehören, müssten erstmal, oder so jetzt, wer will denn nicht mit drin sein, gehört nicht zum Set? Der Herr oder wie waren wir dann nochmal? Die Damen wollten, glaube ich, alleine, oder? Ja. Die Damen würden wir dann oben, das wird ja auch der Flauns, dann würden wir uns die oben nochmal extra ein bisschen auf die Seite schieben, damit die alleine auch sprechen können, weil wenn ihr dabei seid, ist nochmal was anderes mit dem Reden und mit der Wahrheit, als wenn ihr, genau. Also bei uns ist es so, der Daniel wird im Idealfall noch mit der Elisa um die Ecke kommen, dann nochmal begrüßen, weil ihr euch gerade beim zweiten Mal nicht begrüßt habt für uns, sozusagen, in unserem Film. Und dann würde ich dich fragen, du müsstest an unserer Kamera vorbeigucken, mich an. Florence, kannst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Schnee würde ich hier machen, weil immer da, wo die aufeinandertreffen. Also du würdest ja nicht sagen... Okay, also du kommst jetzt? Ja. Genau, Daniel kommt mit Elisa und ihr trefft nochmal aufeinander. Macht so, als hättet ihr euch zum ersten Mal gesehen sozusagen. Genau. Ich muss die Synchronisation... Okay, alle beide... Gut, also du würdest sie gleich erstmal begrüßen und ihr würdet alles so natürlich wie möglich, wie gerade, bloß gerade haben wir es nicht gefilmt gehabt, als er ankam. Deswegen brauchen wir jetzt nochmal, wie ihr euch nett begrüßt und hallo Mensch, Daniel, alte Hütte, schön, dass du kommst, was auch immer du sagst. Dann würde ich zwischenfragen, dann würdest du einfach weitermachen, so wie du es geplant hast. Also danke erstmal fürs Kommen, ich will ja und so weiter. Ne? Hi Daniel, du bringst deine Tochter, warte mal, hallo, ich habe dich immer nur im Facebook gesehen, hä? Du bist ja wirklich so hübsch. Danke. So, jetzt bist du dran, junger Mann. Grüß dich, hallo. Dankeschön, dass du gekommen bist. Gut geht es, hä? Ja, schön. Und ich freue mich, dass du jetzt auch mal Zeit hast, vor der Kamera mal deine Erfahrungen mitzuteilen. Ja, ne? ich habe es dir versprochen. Versprochen ist versprochen. Vielleicht darf ich noch kurz zwischenfragen, bevor wir
Florence, wir haben dich jetzt ein bisschen über Daniel kennengelernt. Vielleicht stellst du dich selber noch mal vor, erzählst ein bisschen was von dir. Du bist ja auch Auswanderer hier auf Koh Samui in Thailand. Wie bist du hier hingekommen? Wie alt? Ein bisschen was von dich drumherum. Mich angucken? Also, Mich angucken, genau. Mein Name ist Florenz Kittel, ich bin aus Deutschland, aus dem Bereich Aachen im Kreis und bin vor gut 8 Jahren nach Thailand gekommen. Habe ein bisschen gefilmt, sage ich mal, und dann ist mir aufgefallen, dass im Internet also so wenig Informationen in YouTube da sind, dass ich doch meine eigene Erfahrung reinbringe. Mittlerweile sind schon 1500 Filme drin, Informationsfilme für Rentner, also meine Zielgruppe sind die Rentner und die jetzt 50 sind und auswandern wollen und denen möchte ich helfen. Und da ist ein wichtiges Thema natürlich, weil ja einige Menschen, die sind entweder Witwer geworden oder geschieden oder haben nie eine Frau gehabt. Wie sieht das mit dem Dating aus? Worauf hat man da zu achten, wenn man hier in Thailand ist? Und da gibt es viele Unterschiede hier. Die Frauen sind nicht alle gleich, sie sind schwierig. Wir als Männer können dieses dicke Buch gar nicht interpretieren. Aber gewisse Dinge, da sind also so, wie soll ich sagen, Regelmäßigkeiten drin. Ja, und da möchte ich mich mit dem Daniel mal ein bisschen unterhalten. Ich habe ja mitbekommen, dass er jetzt ja auch fertig geschieden ist. Und er sucht ja jemanden für die Zukunft, um ihm vielleicht da die eine oder andere Sackgasse, dass die vermeidet. Vielleicht noch eine Zwischenfrage, du bist selber mit einer Thai-Frau zusammen oder bist du alleine? Oder? Also von meinem Werdegang, ein halbes Jahr war ich Single, weil ich mir da alles mal angeguckt habe, wie das aussieht mit den Thai-Frauen und schlechte Erfahrungen gemacht, meine Freunde. Und da habe ich gesagt, ist nichts. Da habe ich eine russische Frau kennengelernt aus Moskau, die Anna, und mit der habe ich auch zusammengearbeitet mit meinem Hobby. Das hat wunderbar geklappt, aber dann wollte sie in die Türkei und da habe ich gesagt, nee, hier von Samui gehe ich nicht weg, und da haben wir uns gütig getrennt. Und wir arbeiten heute noch zusammen, also ist eine richtige Freundschaft noch geblieben. Und dann habe ich eben halt im zweiten Anlauf meine jetzige Freundin kennengelernt, die Pitti. Kann ich ja mal zum späteren Zeitpunkt erklären, wie ich die kennengelernt habe. Aber ich habe im Moment, seit 2,5 Jahren im Moment, eine thailändische Freundin und habe auch schon vieles gelernt. Sind wir gespannt auf dein Video. Okay. Doch, bis hierhin. Für mich, ich brauche noch 1, 2 Schnittbilder für den Übergang, als ich komisch gefragt habe und du noch mal kurz in die Kamera geguckt hast. Würde ich entweder Elisa vorschlagen, wir können sonst auch die Gruppe, die zuguckt. Ja, guck mal, alles. Schaut einmal zu ihm. Oh Mann, oh Mina. Zu ihm gucken, genau. Dann schauen wir zum Goldi rüber. Und einmal zur Elisa runter. Ja, schön, dass ich dich auch mal kennenlerne. Ja, du siehst also schon wie dein Vater aus, nur ein bisschen hübscher. Warum auch immer. Ja, danke, hübsche, ja? Genau, die Zuschauenden, und dann würdest du jetzt quasi übernehmen und wir begleiten. Ja. Alles klar, genau. Also für mich wäre es so, du würdest den Daniel mit hochnehmen. Trotzdem, die Männer sollen sich oben irgendwie, dass ich mit den Frauen alleine sozusagen... Ach so, die können hinten in den genau, Garten irgendwo dahin gucken, dass die Tomaten wachsen. Richtig, so ist es. Und dann sind die für mich sozusagen aus dem Bild und ist alles gut. Ja. So? Okay, können wir weitermachen? Okay. Ja, Daniel, hier ist dein Mikrofon. Eingestellt ist es auf 7. Versuchen immer konstant die Stimme zu halten, also nicht rauf und runter, dann habe ich nämlich nachher Schwierigkeiten. Okay, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Und das ist eine Hosentasche. Ja. Ist auch ein Hold. Okay. Du kannst ja ruhig eine Tasse mitnehmen. Hä? Okay, mache ich. Ein bisschen Werbung machen für meinen Kanal. Da Cola ist hier drin. Cola. Passt. Ist gut, ist gut. Das ist cool. Nee. Haben wir vergessen. Haben wir vergessen. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, wir müssen nämlich ein bisschen nach dem Licht gucken, ansonsten haben wir nämlich nachher Tränensäcke. Weil die Ja, ich muss gut ausgucken, ja? Bitte. Ja? Ich will mich ja auch verkaufen, ne? Ah, übrigens, aber ja, ich mache auch einen Aufruf, ja? ja, kannst du machen. Kann ich machen, ja? Weil wenn schon, denn schon. Okay, wo sind meine Kameramänner? So, jetzt ist aktiv, ich bin jetzt drauf. Du stellst dich jetzt dahin. Die filmen uns Backstage. Das ist jetzt erlaubt. Du stellst dich jetzt dahin.
Nicht zu nah, ich zoome das näher ein bisschen. Da habe ich ein bisschen Variabilität drin in der Tiefe. Okay? Ja? Hallo liebe Zuschauer aus dem wunderbaren Koh Samui hier in Thailand. Ja, und wie ich jetzt gehört habe, sehen jetzt auch einige von YouTube Leuten. Nein, stopp, das war falsch. So, das ist also jetzt, weil ich jetzt einen Übergang bringe, dass Fox dabei ist. Hallo liebe Zuschauer und schöne Grüße von Koh Samui aus Thailand. Wie ihr seht, wir haben wunderbares Wetter heute. Und es sind nicht nur meine YouTube-Abonnenten, die jetzt den Film sehen, sondern auch Fox, Goodbye Deutschland. Ich bin da ganz stolz drauf, die sind im Hintergrund und machen die Filmaufnahmen. Heute schließe ich wieder an dem Projekt an Dating. Ich habe hier einen Freund bei mir, der ist momentan, ja, die Scheidung hat er schon hinter sich von einer thailändischen Freundin und ist jetzt auf der Suche. Und das andere ist, ich habe da eine Gruppe von sehr netten Menschen, die möchte ich anschließend auch mal interviewen. Ich habe mich ja schon mal interviewt und bei dem letzten Video, was wir da angesprochen haben, da war es ja noch vor der Scheidung und du hast jetzt schon einiges da mitgemacht, sage ich mal, mit Gericht und Anwälten. Ja. Wie sind denn da deine Erfahrungen hier in Thailand, wenn man sich scheiden lässt? Also als erstes will ich mal einsteigen und damit, dass ich also wirklich verheiratet war mit meiner Frau, mit der Thailänderin und wir haben auch ein gemeinsames Kind, das ist die Elisa. Hallo. Mein ganzer Stolz, hallo. Und also ich habe vom Grund her mal alles eigentlich richtig gemacht. Also erst einmal, meine Frau habe ich nicht aus der Bar und du weißt ja, seit 2 Jahren hat es ja gewackelt. Seit einem Jahr bin ich kompletter Single-Papa und vorher hat es ja schon gewackelt. So. Sag mal Hallo. Hallo. Stell dich mal vor. Mein Name ist Elisa. Ja. Ich bin 7,5, 8. Ja. Und ich bin geboren in Samui. Du sprichst auch Thai, hä? Ja. Deutsch? Deutsch. Und Englisch? Und Englisch. Wow! Gut, ne? Und noch eine Sprache. Yeah. Ich komme nicht mit Chinesisch. Ich weiß nicht. Ja, Mandarin. Ja. Mandarin? Ja. Ist doch Chinesisch in der Ecke. Chinesisch, ja. Wow! Und bis demnächst. Tschüss. Ciao. Ja, ich hoffe, das Gespräch von... Ne, ich muss anders anfangen. Komm noch mal rein. Okay. Totale zu mir. Ja, und wie ich da eben schon gesagt habe, ich habe noch eine besondere Überraschung für euch. Wunderbare thailändische Frauen. Ja, die Frauen haben sich bereit erklärt, mal ein paar delikate Fragen zu beantworten, die wahrscheinlich, du brauchst gar nicht wegzugehen, Joy. Das ist nämlich die Übersetzerin von dem Ganzen. Ja, okay, gehen wir mal nach oben. Da haben wir ein bisschen mehr Platz. Und dann habe ich so ein paar Fragen an euch. Ja, ich werde neben der Pitti stehen. Okay, das läuft. Das ist, damit ich die Synchronisation habe. Ja, ich glaube, viele Menschen in Deutschland interessiert natürlich die Frage, wie kommt es, dass thailändische Frauen Männer nehmen? Stopp, du stehst vor der Kamera. Eigentlich kannst du jetzt ausschalten, die übernimmt das jetzt. Das ist, damit ich die Synchronisation habe. Ja, ich glaube, viele Menschen in Deutschland interessiert natürlich die Frage, wie kommt es, dass thailändische Frauen Männer nehmen? Stopp, du stehst vor der Kamera. Eigentlich kannst du jetzt ausschalten, die übernimmt das jetzt. Okay. Ja, da ist bestimmt eine Frage, die bei einigen in Deutschland so brennt. Wieso nehmen thailändische Frauen so junge Männer? Moment. Stopp, nee, nicht jung, alte. Nochmal. Ja, ich möchte hier wahrscheinlich ein paar Fragen beantwortet haben von den Frauen.
Wie zum Beispiel, wieso nehmen sich thailändische Frauen ältere Männer? Haben die da keine Probleme mit? Zum Beispiel Pitti und ich, wir haben einen Unterschied von 27 Jahren, wie es damit aussieht. Ich muss aber auch sagen, die thailändischen Frauen sehen sehr jung aus eigentlich. Das sind alles gestandene Frauen, die eigentlich über 40 sind und teilweise haben sie auch Kinder. Die haben also sehr wohl schon eine Lebenserfahrung und sind nicht junge Dinger, wie viele die betiteln. Und Joy, kannst du mal die Frage stellen, wieso nehmen sie ältere Männer? Was ist da dahinter? โอเคเขาถามว่าทำไมพวกน้องชอบผู้ชายฝรั่งที่อายุมากกว่าน้องแบบสมมติน้องเนทกับคุณฟลอเรนซ์เขา Nochmal, eine andere Einstellung, andere Position, nicht von da, geh mal hier hin, dann kann ich nämlich da den Schnitt machen. Okay, jetzt hat er zwei in der Hand. Ja, kann man einkleben. โอเค für sie spielt das Geld keine Rolle, weil sie arbeiten ja gemeinsam und verdienen gemeinsam Geld. Wie den Ralf zum Beispiel, der Informationen gibt über Reisen, die aktuell ansteht. Wir müssen gleich noch einen Film machen dazu. Und Dating, Thailand, das ganze Thema Thailand, das werde ich dann auch weiterhin bearbeiten. Und das war's. Schönen Dank, dass ihr gekommen seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das war ein sehr interessanter Nachmittag mit dem Drehteam. Ihr habt wahrscheinlich ja auch gesehen, dass die alle verpixelt waren. Ja, einer, der war also sehr tätowiert und sagte, ich möchte komplett verpixelt werden, damit man mich nicht erkennt. Da habe ich dann gefragt, wieso? Ja, er meinte, wir haben so viele Drehtermine und wenn jetzt jemand ihn erkennt von einem anderen Drehort, wo er vielleicht mit der Thematik nicht einverstanden war, dass die das gefilmt haben, da möchte er Diskussionen aus dem Weg gehen und für ihn ist es einfacher, dann weiterzuarbeiten als Kameramann, Tonmann und Regisseur, wenn sie nicht erkannt werden. Konnte ich auch so nachvollziehen und daraufhin sind die Verpixelungen draufgekommen. Ja, dass die Elisa verpixelt wurde, das war also nachträglich. Einen Tag nach dem Dreh bekam ich also auch ein Schreiben von der Ex-Frau von Daniel. Und die hat ja 50% Sorgerecht und die hat eingeklagt bei der Polizei, hat sie also eine Anzeige erstattet. Sie möchte also nicht, dass die Tochter im Film zu erkennen ist und daher habe ich die Kleine dann auch verpixelt. Ja, muss man akzeptieren, 50-50, Daniel sagte ja und sie nein und für mich heißt es dann nein für die Öffentlichkeit. So, wie war das jetzt mit Backstage? Eigentlich wunderbar. Es wurde nur hier und da mal vorab Fragen angekündigt. Ansonsten konnten wir uns frei, oder ich konnte frei meinen Drehort hier, wie ich es machte. Die haben ja also Filmaufnahmen gemacht, wie ich filme, was da alles mit verbunden ist, was Kamera und Klatschen, dass die Synchronisation da ist. Mir wurde da nichts in den Mund gelegt, in keiner Weise. Anschließend wurde auch gefragt, ob mit dem, was ich da gesagt habe, ob ich damit einverstanden bin, dass das auch veröffentlicht wird. Habe ich ja gesagt und mal sehen, was daraus gemacht wird. Ihr werdet ja noch einen Film sehen, die waren also gestern hier 3 Stunden. Da haben wir Filmaufnahmen gemacht und Pitti ist auch interviewt worden. Auch immer wieder wurde gefragt, bist du damit einverstanden oder sollen wir das rausnehmen? Also super, muss ich sagen. Wer da was Schlechtes rausmacht, da wundere ich mich nur, dass man das kann. Ich bin mal gespannt. Ansonsten habe ich also ein gutes Gefühl und diejenigen, die so negativ eingestellt sind, kann ich ja nur sagen, das ist bei euch vom Hörensagen. Das sind die wenigsten, die die persönlichen Erfahrungen gemacht haben. Ich habe jetzt die persönliche Erfahrung gemacht. Bis dato von dem Filmteam kommt nichts Negatives rüber.
Da kann man jederzeit sagen, ich hatte 2 Fragen, da wo ich gesagt habe, stopp, da möchte ich gar nicht darauf antworten. Und das wurde auch sofort akzeptiert. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.